Hi everyone, we are Donna van der Ven, Carleen, Baas, Margot, Heerkens. and today we're going to discuss a negotiation scene from the movie Inglourious Basterds. In this scene, the German soldier Zoller wants to convince Goebbels to play the premiere of his movie in the theater of Emmanuelle, his secret crush. However, Emmanuelle despises Germans because her Jewish family was killed by German soldiers. Enjoy the movie! In the next section, we show segments of the movie. After each segment, we discuss it and reflect on it. Das sind doch alles Nachkommen von Sklaven, die es Amerika überhaupt möglich machen, sportlich zu konkurrieren. Amerikanisches Olympiagold lässt sich mit Negerschweiß aufwiegen. C'est bien que vous soyez venu. Je n'étais pas sûr que vous accepteriez mon invitation. Invitation? Ist das die besagte Dame, Frederik? Jawohl, das ist der Dr. Goebbels. Emmanuel, j'aimerais vous présenter quelqu'un. Emmanuel Mimieux, j'aimerais vous présenter au ministre de la Propagande, le chef de toute l'industrie cinématographique allemande, et maintenant que je suis acteur, mon patron, Dr. Joseph Goebbels. Ja, ruf halt den voraus, Fräulein Mimieux. Et en temps normal, voici l'interprète française de Dr. Goebbels, Mademoiselle Francesca Mondino. Bonjour. Bonjour. Et vous avez rencontré le Sturmbannführer? Ja, aber ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Sturmbannführer Dieter Hellstrom, Gestapo. Zu Ihren Diensten, Mademoiselle. Darf ich? Bitte nehmen Sie Platz. Probieren Sie den Champagner, Mademoiselle. Der ist wirklich ganz gut. Aber eigentlich müsste ich böse mit Ihnen sein, Fräulein. Mais à vrai dire, mademoiselle, je devrais vous en vouloir. Ich reise in Frankreich an und möchte mit meinem Star zum Mittag essen. J'arrive en France et je désire déjeuner avec ma vedette. Aber nichts da. Er ist zum gesellschaftlichen Ereignis von Paris geworden und jetzt muss er Zeit für mich einräumen. Je ne savais pas qu'il était devenu la coqueluche de Paris et maintenant il doit faire un effort pour trouver du temps pour moi. Andere Leute warten Stunden oder Tage lang, um mich zu sehen. Les gens font la queue pendant des heures, pendant des jours pour me voir. Ich warte auf den Führer Moi, j'attends le Führer und den Schützen Zoller. et le soldat Zola. Endlich nun gewährt mir der junge Herr Schütze eine Audienz. J'obtiens finalement une audience avec le jeune soldat. Und spricht er während des gesamten Essens nur von Ihnen und Ihrem Kino. Et il passe tout le repas à ne parler que de vous et de votre cinéma. Also, Fräulein Mimieux, kommen wir zum Geschäft. Herr Dr. Goebbels, ich habe Sie noch nicht eingeweiht. Wenn das Mädel nicht allzu blöd ist, dann hat sie es doch längst begriffen. Schließlich ist die eine Kinobetreiberin. In this fragment, Goebbels uses his position-based power. He tries to intimidate Emmanuelle by telling her how popular he and Zoller are. They get requested to attend events all the time, so Emmanuelle should be glad that they are willing to spend time with her. In addition, Goebbels is intimidating Emmanuelle by saying that she is stupid if she doesn't understand why she is there, because she is the owner of cinema. Francesca, bitte. Cessez de vous dire, Emmanuel, c'est que le soldat Zola a passé l'heure du déjeuner à essayer de convaincre M. Goebbels d'abandonner ses projets pour l'avant-première de son film et de changer d'endroit afin qu'elle ait lieu dans votre cinéma. Quoi? Je voulais lui annoncer. Merde, évidemment. Toutes mes excuses, soldat. Worum geht es denn? Der Schütze wollte Mademoiselle selbst einweihen. Unsinn! In this fragment, Goebbels made a concession. He mentions that he knows what the goal of the meeting is. By doing this, it becomes clear that he made a concession by listening to what Emmanuelle and Zoller have to say. A rationale that plays a role in this fragment is that Goebbels values Zoller's opinions. Zoller killed so many Jews and therefore he is very popular amongst the Germans. This is one of the reasons why Goebbels is willing to listen to the proposal of Zoller. Bevor ich meine Fragen gestellt habe, hat er gar nichts einzuweihen. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, ich habe einem Wechsel des Veranstaltungsortes nicht zugestimmt. Ist notiert. Sie haben Lotion?
Vous avez des loges? Oui. Wie viele? Combien? 2. 2. Mehr wäre besser. Davantage, ce serait mieux. Wie viele Plätze hat der Zuschauerraum? Combien de places dans la salle? 350. 350. Das sind fast 400 weniger als im Ritz. C'est presque... In this fragment, the value of the cinema Le Gamard is decreased. Goebbels sighs when he hears that there are only 2 lodges in the cinema, and he rolls his eyes when he hears that there are only 350 seats. By doing this, the value of the offer of Zoller is decreased. In addition, Goebbels is not dependent on Emmanuel's cinema. He has the Ritz as an alternative. By having a good alternative, a negotiator gets more power. He has more options and can therefore reject the offer. Gestatten Sie, Herr Dr. Goebbels. Das ist doch gar nicht so schlimm. Sie haben selbst gesagt, Sie wollen nicht, dass jeder scheinheilige Franzosen-Bourgeois sich breit machen kann. Mit weniger Plätzen wird der Abend viel exklusiver. Sie werden sich gar nicht darum kümmern müssen, den Saal zu füllen. Man wird sich um die Plätze reißen. Außerdem zum Teufel mit den Franzosen. Das ist ein deutscher Abend. Eine deutsche Veranstaltung, ein deutsches Fest. Dieser Abend ist für Sie gedacht. Für mich. Für das deutsche Militär, den Führungsstab, Ihre Familien und Freunde. Man sollte nur diejenigen reinlassen, die sich von dem Geschehen auf der Leinwand auch wirklich bewegen lassen. Zoller rejects Goebbels' arguments by saying that the Ritz is actually too big. La Gamard is a better alternative because when the premiere will be held there won't be French people. By saying this, Zoller modifies Goebbels' perceptions of his favorite outcome. The Ritz as an alternative becomes less attractive. Wie ich sehe, hat sich Ihr öffentliches Reden verbessert. Wahrscheinlich haben wir ein Monstrum geschaffen. Ein überaus überzeugendes Monstrum. Wenn der Krieg vorbei ist, erwartet die Politik. Ja. What was striking in this fragment is that Goebbels doesn't react on the content of Zoller's arguments. Instead, he starts to psychoanalyze Zoller as a person. This is called a communication freezer. It stops the actual negotiation and focuses on other subjects. Goebbels also tries to make a joke. He wonders whether he has created a monster. Humor can be a powerful tool in negotiations. The relation between the two seems good enough to make this sort of jokes. They don't have to fear the risk of insulting one another. It is not clear, however, whether Zoller likes the joke. He is not really laughing about it. Und trotzdem, Schütze. Selbst wenn ich geneigt bin, Ihnen jeden Wunsch zu erfüllen, muss ich mir doch zunächst mal im Kino der jungen Frau einen Film ansehen, bevor ich Ja oder Nein sagen kann. Also gut, Fräulein, Sie werden Ihr Kino heute Abend für eine Privatverführung schließen. Jeune demoiselle, vous allez fermer votre cinéma ce soir et organiser une projection privée pour moi. Welche deutschen Filme haben Sie denn da? Quel film allemand avez-vous? In this last fragment, Goebbels is willing to give in to Zoller's wishes. The most important reason for this is that he wants to maintain a good relationship with him. This intangible factor is the underlying psychological motivation that influences the negotiation outcome. However, Goebbels adds a condition to the acceptation of the offer. This is not in the fragment anymore, but later on when he visits the cinema. Goebbels only wants to hold the premiere in Le Gamard when statues from the Louvre will be placed in the hallway. He does this to reduce his cost for compliance. Wrapping up. In the beginning of the fragment, it seemed like Goebbels was never going to do what Zoller wanted. He used his power to intimidate Emmanuel and acted like he preferred the Ritz instead of Le Gamard. However, at the end of the negotiation, he gets convinced by Zoller's arguments and he wants to maintain his good relationship with him. So in the end, Zoller gets what he wants and Goebbels is satisfied with it. So it's a win-win situation. Thank you for watching.